Hallo ihr Lieben, willkommen bei der Only Witch Queen. Lieber Widder, jetzt geht es mit dir los. Heute geht es mit dir los, wenn du eine persönliche Buchung haben möchtest. Unten in der Beschreibung ist meine E-Mail-Adresse. Ja, lieber Widder, was übersiehst du? Du übersiehst hier, dass du das Hauptthema an sich einen Schritt zurücktreten darfst. Das quasi von einer Vogelperspektive aussehen darfst. Dass du einfach einen Schritt zurücknimmst und sagst, langsam. Worum geht es ja eigentlich? Und ich mache erstmal das Allgemeine und dann danach die Partnerschaft. Wenn es hier um ein Thema geht, wo du leidenschaftlich bist, wo du dafür kämpfst oder kämpfen möchtest. Du übersiehst hier, dass es einfach noch nicht so weit ist, sondern du darfst dich wirklich einen Schritt zurücknehmen. Und wirklich von oben drauf schauen und gucken, wo stimmt hier etwas nicht? Wo ist das Thema, um was es hier geht, noch nicht ausgereift? Es ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft für dich. Und wenn du dich dafür engagieren möchtest, dann kämpfe wirklich dafür. Ganz, ganz wichtig. Wonach solltest du gehen? Ja, diese 3 Fragen beleuchte ich immer. Was übersiehst du? Wonach solltest du gehen? Und auf was solltest du achten? Du übersiehst hier, dass dieses Thema dich wirklich packt. Und dass es wirklich sehr wichtig ist in deinem Leben momentan. Und du übersiehst hier, dass du es wirklich von einer anderen Perspektive aussehen solltest. Weil, wonach du gehen solltest, ist hier, dass du alle Skills schon hast. Du darfst hier erschaffen. Du hast alles schon. Und es geht hier um Fülle. Und um etwas Neues, Kreatives zu beherrschen, lieber Widder. Weil du drehst dich hier immer wieder im Kreis. Ne? Du steckst halt eine Niederlage nach der anderen ein. Aber du darfst mit diesem Thema zusammengeführt werden. Fängst immer wieder von vorne an. Egal. Zeig rein. Versuche es immer und immer wieder. Wenn du hingefallen bist, das tun wir alle, steh wieder auf, schüttel dich und mach weiter. Zeig Krallen. Kämpfe dafür. Und du solltest wirklich danach gehen, weil es geht hier, Königin der Stäbe, es geht hier um deine Selbstverwirklichung. Egal, ob das Mann oder Frau ist, bei Tarot gibt es kein Geschlecht. Es kann hier auch um etwas Selbstständiges gehen oder um ein neues Hobby. Es geht hier um deine Selbstverwirklichung, um deinen Selbstwert, weil du kannst schon alles. Aber du bist schon ein paar Mal gefallen. Versuchst das immer und immer wieder. Finde ich gut. Mach weiter so. Auf was du achten solltest, lieber Widder, ist, dass der Vorschlag, auf den solltest du schauen, es wird ein solider Vorschlag reinkommen. Eine Idee von jemand anderem. Page der Münzen. Es kommt jemand eventuell auf dich zu und macht dir einen Vorschlag, einen richtig soliden Vorschlag. Das ist kein schneller, der mal schnell über einen Haufen Entscheidungen getroffen werden soll, sondern es geht darum, das ist ein ruhiger und solider Vorschlag. Und der wird dir weiterhelfen. Aber das Problem ist es, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Es wird noch dauern. Und es wird noch dauern. Es wird nicht gleich von heute auf morgen passieren. Aber diese Chance, die musst du auch ergreifen. Die wirst du aber erst ergreifen, weil das ist das, was du übersiehst, wenn du einen Schritt zurücktrittst. Dich nochmal neu rebootest und sagst, der Gedanke, die Idee, das, was ich vorhabe, ist noch nicht richtig ausgereift. Okay, das Ganze gemünzt auf die Partnerschaft, auf die Liebe. Was übersiehst du, lieber Widder? Du übersiehst hier,
dass du zu stark involviert bist. Du fühlst dich angegriffen. Du fühlst dich in deinem Sein nicht richtig bestätigt. Auch das wieder hier ist eine wichtige Botschaft und du gehörst mit diesen Menschen zusammen. Das ist ganz wichtig, das ist das, wonach du gehen solltest. Ihr gehört alle beide zusammen, wenn es hier um die Liebe geht. Und mir scheint so, als wenn die Partnerschaft schon besteht und es ein paar Schwierigkeiten gibt. Kann aber auch sein, dass es ein neuer Mensch ist, der in dein Leben kommt. Auf alle Fälle darfst du mit ihm, mit ihr zusammenkommen. Und da sollst du auch. Und es geht hier um die Fülle. Es geht um das Mehrsein. Eine Familie gründen. Vielleicht auch heiraten, Familie gründen, Kinder. Vielleicht geht es aber auch um einen haarigen Kleinfreund. Ist ja auch ein Familienmitglied. Du darfst hier, das darfst du lernen als Schattenthema für dich, wenn sich jemand damit auskennt, zeigen, dass du bist. Es geht hier um deine Wertigkeit. Also wenn es hier um eine bestehende Partnerschaft schon geht und da gibt es Schwierigkeiten, Probleme, darfst du hier erkennen, dass du einen Schritt zurücktrittst und für dich selber auch einstehst. Kann aber auch sein, dass du für die Beziehung einstehen darfst. Und aber hier trotzdem dich nicht minderwertig behandeln lassen musst, sondern steh für dich ein, zeige Krallen, sag deine Meinung. Weil entweder geht es hier um jemanden, der sehr impulsiv ist, kann Mann oder Frau sein. Es kann sein, dass ein neuer Mensch in dein Leben kommt. Der wird aber erst in dein Leben kommen, wenn es um eine neue Beziehung geht, wenn du aus der älteren Beziehung lernst, was deine Wertigkeit angeht. Fang keine Beziehung wieder an, wenn du die andere nicht aufgearbeitet hast. Du musst das wirklich objektiv betrachten. Ist natürlich schwierig, aber wenn du nicht anfängst, hier deine Wertigkeit zu sehen, dein Sein zu sehen, dass du auch sexuell attraktiv bist. Ja, du bist wirklich was wert. Dann wird der oder diejenige in dein Leben kommen oder wiederkommen. Aber auch das, wonach solltest du gehen, wird dauern. Entweder kommt der Mensch erst in dein Leben und wenn es um eine bestehende Beziehung kommt, dann wird hier ein guter, solider Vorschlag kommen, um das Ganze wieder gerade zu rücken, um die Verbindung, den Vertrag wieder zusammenzukommen. Um wieder eine Verbindung haben. Und das ist ja eine schicksalshafte Verbindung, wenn es danach geht. Und wenn du nicht erkennst, dass das hier ein Schattenthema ist, auch wieder, du wirst dich immer wieder im Kreis drehen, dich immer wieder fragen in der Beziehung, was läuft hier verkehrt? Du übersiehst, dass es hier um die Leidenschaft geht. Du übersiehst, dass es um deine Leidenschaft geht, um dein Sein. Versuche wirklich einen Schritt zurückzutreten. Wenn es so sein sollte, dass hier es Probleme gibt in einer Partnerschaft. Und auch hier, wie gesagt, dauert es wieder, bis, wenn es um eine neue Partnerschaft geht, bis derjenige Mensch in dein Leben kommt. Wenn du für dich gelernt hast, dass du wer du bist. Ansonsten drehst du dich immer und immer wieder im Kreis und fragst dich, warum ziehe ich immer die gleichen Menschen an? Die gleichen Partner an. Aber ansonsten, wenn du selber zu dir stehst, wird dein Partnerin in dein Leben kommen. Definitiv. Und das ist eine schicksalshafte Verbindung. Es wird passieren. Ja, du wartest die ganze Zeit schon, wenn es eine neue Partnerschaft sein soll. Und du wartest wahrscheinlich auch auf dein Gegenüber, dass er oder sie auf dich wieder zukommt. Es wird passieren. Aber bitte, weil das übersiehst du. Du darfst dir dein Sein
dein Sein überlegen. Und dich auch durchsetzen. Krallen zeigen. Deine Wertigkeit. Und dann wird es klappen. Das war es erstmal für die Widder. Meine Legungen sind zeitlos. Bis zum nächsten Mal. Liebe und Licht.